Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man so eine weihnachtliche Kugel häkelt. In diesem Kugel drinnen ist eine Styroporkugel. Ich habe es im Bastelladen gekauft, 6 cm Durchmesser. Man kann auch anstatt Kugel einfach mit Füllstoff befüllen, es wird auch seine Form halten. Ich habe einfachste Wolle genommen, kann man mit beliebige, aber nicht mit dicke häkeln und kann man auch anpassen selber, wie hoch das sein soll, falls ihr mit Füllstoff oder so häkelt. Ich erkläre es auch im Video. Dazu passende Häkelnadel, ich habe Nummer 3, eine Wollnadel und die Schere. Als erstes häkelt man eine Luftmaschenkette aus 20 Luftmaschen. Die Höhe von dieser Kette fängt von eurer Kugel ab. Messen Sie von oben bis hier Mitte, unten. Es soll ein bisschen mehr sein, so 1 Zentimeter mehr, weil beim Häkeln zieht sich das noch zusammen. Erste Reihe häkeln wir in dieser Stelle, Zopf, drehen Sie rum, diese Stellen, einen Faden. Hier häkeln wir. Als erste und als letzte wird eine Kettmasche gehäkelt, alle anderen Festmaschen. Sieht man hier unter einen Faden, eine Kettmasche häkeln. Und weiter Festmasche. Bis zur allerletzte. Die wird als Kettmasche gehäkelt. Nach der Kettmasche am Ende immer Luftmasche zur Steigerung, dreht man rum. Jetzt können Sie nachmessen, ob das noch passt. Jetzt ist genau richtig. Und man häkelt Reihe zur Reihe. Immer am Anfang Kettmasche, schauen Sie, wo Garn rauskommt, häkelt man nicht. Hier geht man in die Mitte von Masche, nimmt nur einen Faden und Kettmasche durchziehen. Dann weiter, einen Faden, eine Festmasche. Und bis zu Ende nur Festmaschen, allerletzte ist Kettmasche. Ich habe jetzt aktuell 2 Reihen, 19 Maschen. Ich häkle noch 2 Reihen mit weißer Farbe, dann wechsle ich die Farbe. 4 Reihen sind fertig und bei der allerletzten Kettmasche wechsle ich die Farbe. Ich gehe unter den einen Faden hier und nehme ich jetzt lila Farbe und ziehe ich durch eine Kettmasche und direkt eine zur Steigerung. So, drehe ich rum und weiter häkle ich mit lila Farbe. Ich habe jetzt 2 Reihen mit lila Farbe gehäkelt und diese weiße Garn habe ich nicht abgeschnitten. Ich häkle damit weiter. Einfach so nach oben ziehen. Und die allerletzte Masche hier, eine Kettmasche, es ist so klein, versteckt sich immer, nehme ich mit weißer Farbe schon und zur Steigerung. Falls ihr mehr Reihen Unterschied habt, also 4 Reihen oder noch mehr, dann klar muss man Garn abschneiden, sonst wird das so riesengroße Striche hier. Und weiter geht's. Weiter häkle ich jetzt 4 weiß, danach wieder wechsle ich zu lila. Und so lange man häkelt, bis man den ganzen Kugel rum fertig gehäkelt hat. Und so sieht es aus.
Suchen Sie eine Außenseite und eine Innenseite und bei Innenseite verknoten alle Enden. Jetzt verbinden wir das und zwar kann man mit Wollnadel oder mit Kettmaschen. Ich mache es mit Kettmaschen und ich fange hier an, in jede Masche unter einen Faden hier und einen Faden da zusammen häkeln. Durchziehen. Dann die nächste, immer bei gleicher Seite anfangen. Hier eine, dann hier andere und durchziehen und durch die erste. Masche zu Masche bis nach unten. So sieht das aus. Bei der allerletzten Masche schneiden Sie Garn ab und einfach einen Knoten bilden. Und jetzt müsst ihr entscheiden, ob das oben wird oder unten. Ich mache das als oben. Also es wird dann so nach oben sein. Hier. Das lasse ich noch da. Später kann man auch verknoten. Und jetzt ziehen wir das zusammen. Ich gehe hier rein. Dann in die nächste hier. Und da. Und so regelmäßig. Und wenn Sie das ziehen, dann zieht sich das zusammen so. Ich möchte noch euch was sagen, falls ihr das fertig gehäkelt habt und bei Messung ist nicht passend, also zu kurz, dann kann man auch oben oder unten, ist egal, wo es Ihnen lieber, paar Reihen mit Kettmaschen häkeln. Also einfach hier anfangen und Kettmaschen und dann 2, 3 Reihen und dann wird das hier und schließt sich so wie hier zusammen. Okay, also ich habe meine jetzt zu Ende gemacht und jetzt langsam eine nach anderem so ziehen. Fast bis zur Öffnung schließen soll. Vorsichtig, nicht Faden reißen. So, ich glaube jetzt geht's. So, hier ist das. Also regulieren Sie, damit diese Öffnung dann richtig sitzt. So, ich denke, so ist okay. Und jetzt verknote ich das zusammen mit diesem Ende. Mal durchstechen hier irgendwo. Und einfach verknoten. Diese Enden dann nach innen ziehen und abschneiden. Genau wie diese Ende mit Häkelnadel nach innen ziehen. Und jetzt auf die gleiche Weise auf die andere Seite auch das zusammenziehen. Ich habe hier so kurz vor Ende Knoten gemacht, damit diese Stückchen dann später auch verknoten kann. Und gehen Sie nicht direkt über die Kante, sondern ein bisschen unter die Kante, damit man dann das alles rein bekommt. Also, diese Ende bleibt jetzt hier.
und so weiter. Ich habe es zusammengezogen und schon eine Knote gemacht und man kann noch mit ein paar Stichen das so zusammennähen, damit das wirklich fest sitzt und nicht aufgeht. Und Enden dann verstecken. Und so sieht mein Kugel aus. Man kann auch eine Perle unten befestigen, mit Wollnadel einfach nähen. Sieht auch schön aus. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Schreiben Sie mir einen Kommentar und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!